Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Zweikanal. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's ganz gut. Heute gehen wir in die Testspielanalyse rein, ein bisschen vom Spiel, Quelle und so weiter, so wie immer in der Videobeschreibung. Damit würde ich sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo da für mehr und damit starten wir dann auch direkt mal rein. Nämlich unser Gegner Gangwon, tatsächlich sogar vom Marktwert besser als wir aufgestellt. Muss man auch direkt mal zum Anfang sagen. Das Testspiel am Samstag gegen Gangwon FC gewann der erste FC Magdeburg deutlich mit 5:0. Ebenso deutlich zeigte sich der Klassenunterschied zwischen den beiden Mannschaften an diesem Tag. Der südkoreanische Vizemeister schickte vor allem junge und eher unerfahrene Spieler aufs Feld. Trotzdem zeigten einige FCM-Spieler große Freude am Spiel. Zudem gab Neuzugang Alexander Almström sein Debüt. Und auch zwei junge Nachwuchstalente konnten sich auszeichnen. Und das ist sehr, sehr gut gelaufen, muss man sagen. Hat mich sehr gefreut, dass vor allem die jungen Burschen sich da durchsetzen konnten. Spieler wie Zayush und Bars sind sehr, sehr talentiert, das hat man auch gesehen. Es gab auch einige andere Spieler, die gut performt haben und das zeigt vor allem, wie gut unsere Mannschaft aktuell drauf ist. Auch die zweite Reihe. Und man muss einfach auch wenn ich es nicht gerne höre und wahrscheinlich auch die anderen FCM-Fans nicht gerne hören, wir müssen damit rechnen, dass wir um den Aufstieg spielen werden. Und das ist ein Fakt. Das können wir tatsächlich nicht abstreiten, denn diese Mannschaft ist unglaublich gut zusammengestellt. Und da geht jeglicher Respekt an Ottmar Schork und Christian Tietz und allen anderen im Trainerteam und die was damit zu tun haben. Die machen es einfach unglaublich gut. Und auch Alexander Almström wird definitiv einschlagen wie eine Bombe. Jedoch machen wir direkt weiter. Am auffälligsten war beim Testspiel aber ein ganz anderer Spieler der Magdeburger. Jason Checker kam in der zweiten Halbzeit beim Stand von 1:0 in die Partie und wirbelte nach seiner Einwechslung durch die gegnerischen Abwehrketten. Und ja, das war sehr überraschend meiner Meinung nach. Ich hätte nicht erwartet, dass Checker so gut spielen wird. Vor allem, weil Checker in letzter Zeit, wenn er auf dem Platz stand in der Liga, ich sage nur Regensburg müsste das gewesen sein, er sehr, sehr blass war, er nur egoistisch gespielt hat und ohne Team. Und danach hat er nie wieder richtig die Chance zum Auszeichnen, was ich dann aber auch verstehen konnte. Das Spiel hat mir gezeigt, dass er nicht in Form ist und auch aktuell überhaupt keinen Mannschaftswillen hat und sich einfach nur noch beweisen will für andere Teams. Jedoch ist er jetzt gut zurückgekommen. Vielleicht bleibt er auch im Winter und zeichnet sich nochmal aus und dann verlängert er vielleicht nochmal. Wer weiß, ich würde es ihm gönnen. Er muss einfach damit klarkommen, dass er vielleicht auch mal auf der Bank sitzt und dann sich von der Bank zeigen. Das ist sehr wichtig für ihn. Checker zählt in der Liga unter Christian Tietz schon lange nicht mehr zur ersten Garde. Der Außenstürmer zeigte sich in der Vergangenheit unzufrieden über seine wenige Einsatzzeit und wurde unter anderem mit Elversberg in Verbindung gebracht gegen den Gangwon FC, jedoch zeigte er sich voller Spielfreude, war pass- und treffsicher. Ja, das Tor war gut gemacht. Und allgemein, wie gesagt, er hat unglaublich interessant gespielt mit seiner Art, die er auch damals in seiner wirklichen besten Phase wieder gezeigt hat. Bleibt er so, ist er sehr, sehr gerne in Magdeburg, glaube ich, gesehen auf dem Feld. Und das wünschen wir uns alle, dass er dann wieder zu dieser Form zurückkehrt. Dann muss er auch definitiv nicht im Winter gehen. Dann kann ich mir sehr gut vorstellen, sollte ein Bocho gehen, dass man ihn mit Checker ersetzen kann, unter anderem auch. Oder auch, dass Ito durch Checker ersetzt wird. All das ist eine Möglichkeit. Heiß erwartet wurde zudem der erste Auftritt von Neustürmer Almström. Der Schwede kam ebenfalls erst in der zweiten Hälfte auf den Rasen und brauchte nur einen einzigen Ballkontakt, um zu treffen. Wie von dem kopfballstarken Spieler erwartet, traf er mit dem Kopf zum 2:0. Und ja, das hat Schork unglaublich raffiniert gemacht. Und einen kopfballstarken Spieler, weil wir keine Kopfbälle aktuell können. Und zack, ist das Ding drin, nach der ersten Aktion. Ja, es ist einfach unglaublich gut, wie gesagt, wie der Kader zusammengestellt ist. Ich glaube, das habe ich jetzt auch schon oft genug in dem Video gesagt. Aber es ist einfach so, deswegen müssen wir das einfach mal krönen. Und auch, was ich gut fand, sehr, sehr viele GAIS-Fans haben reingeschrieben, dass er niemals auf der Bank sitzen darf und in die Startelf gehört. Das zeigt auch, dass wirklich die Jungs ihn da echt vermissen. Was auch zeigt, dass wir einen guten Transfer gemacht haben.
Bedient wurde Ormsrem von dem ebenfalls auffälligen Pierre Njombe, der auf der rechten Seite Stammspieler Philipp Herrscher ordentlich Konkurrenz macht. Und das wird er auch in der ganzen Saison noch machen. Unglaubliches Ab hat der Junge bekommen, seitdem er bei uns ist, und könnte vielleicht auch Stammspieler in der zweiten Liga werden. Ich lasse mich gerne überraschen da in der Situation. Zwar konnte sich Ormsrem in seinen ersten 45 Minuten für den FCM insgesamt wenig hervortun, doch kurz vor Abpfiff legte Ormsrem noch zum 5:0 auf und krönte sein Debüt im Trikot des 1. FC Magdeburg. Das Tor erzielte ein weiterer Debütant beim Club, Magnus Baas. Und der hat schon in der U23 ordentlich was gezeigt. Ja, da war ich auch schon sehr überzeugt, genauso wie von Zajusch. Und die Jungs haben es auch gezeigt. Ich fand es auch sehr sympathisch, das Interview von den beiden, beziehungsweise von einer Seite. Und deswegen, ich freue mich sehr, vielleicht auch nächstes Jahr Jugendspieler auch vielleicht mal in der Startelf zu sehen. Das wäre, glaube ich, das Ziel von der Jugend, was endlich mal angestrebt werden sollte. Zu nennen sind da Brian Texera, vor allem Xavier Mechi für die Außen. Die beiden Spieler aus der zweiten Garde waren während der Partie gegen den Gangwon FC kaum vom Ball zu trennen und bereiteten den immer müder werdenden Südkoreanern große Probleme. Und ja, ich glaube, das ist vor allem Brian seine Qualität, und Xavier sind schnelle Spitzenstürmer, sehr, sehr dribbelstark. Und man merkt, Gangwon war darauf auf gar keinen Fall eingestellt. Die wussten nicht, was sie erwartet, richtig. Man hat es auch in den Anfangsminuten gesehen, das Abseitstor von Bocho. Das siehst du halt, oder auch das Anlaufen von Kuri danach, da siehst du, dass diese Mannschaft Gangwon überhaupt nicht darauf eingestellt war, was dann natürlich Zweitligateams und alle weiteren, die im Pokal oder so auf uns treffen, wissen. Deswegen ist das Testspiel sehr, sehr schwierig zu bewerten. Aber in der zweiten Halbzeit wurden die dann halt komplett auseinandergeschraubt von allen Spielern. Die weiteren Treffer erzielten Moehan Kuri, 45. plus 1, Conor Krempicki, 86. Am 10. Januar ist in Belek ein Doppeltest gegen Dynamo Kiew. Anschlusszeit ist offen. Und Hannover 96, 12 Uhr Ortszeit, 10 Uhr MEZ eingesetzt oder mitteleuropäische Zeit. Man darf gespannt sein, welcher FCM-Spieler sich dann in den Vordergrund spielen wird. Das ist es. Schreibt unbedingt rein, wie euch das Testspiel gefallen hat, wer für euch vor allem gut aufgetreten ist, wen ihr interessant fandet und vielleicht wer in die Startelf rücken könnte für bestimmte Startelf-Spieler, die aktuell spielen. Schreibt das alles gerne in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Lasst ein Like und ein Abo da auf dieses Video da, aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen hier. Ich gebe mir wirklich mein Bestes, aktuell alle News für euch so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen. Und damit ciao Leute.